Ich bin der Oberst Simon Hurst und der britische Heeresattaché hier in Berlin in der britischen Botschaft. Natürlich kennt vielleicht jeder den Film Bridge of Spies von Steven Spielberg, der auch in 2015 gedreht worden ist und auch Tom Hanks dabei ist. Aber im Kalten Krieg war das hier eine sehr wichtige Brücke. Nur militärische Verbindungsmissionen durften hier die Brücke überqueren und auch natürlich ausländische Diplomaten. Und was natürlich sehr interessant ist, ist, dass hier ein Checkpoint war, der von den Sowjets kontrolliert wurde. Und es war eigentlich der einzige sowjetische kontrollierte Checkpoint. Die anderen wurden natürlich von den DDR-Grenztruppen bedient. Wie der Name so sagt, also Bridge of Spies, wurden hier im Kalten Krieg Spione ausgetauscht, gefangene Spione. Der erste wurde schon am 10. Februar 1962 ausgetauscht und der letzte am 11. Februar 1986. Wie die Zuschauer bestimmt wissen, war Deutschland durch 4 geteilt und natürlich auch Berlin auch. Also durch 4 geteilt durch die Alliierten und die russische Seite. Und wenn man genau auf den britischen Sektor schaut, dann sieht man auch die Stadtteile. Ganz bekannt natürlich ist Spandau und auch dazugehörend Gatow, wo der Flughafen war, Kladow, ganz viele Kasernen hier in Spandau und Kladow und dann rechts weiter nach Westend, zum Teil hier auch Plötzensee, Charlottenburg, aber auch natürlich hier im Bereich Tiergarten. Hier sehen wir Fährberliner Platz. Das war das erste britische Hauptquartier nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man die Straße verfolgt, sieht man natürlich Straße des 17. Junis, ganz bekannt die Siegessäule. Aber wenn man nach links schaut, wo viel bei den Briten sich abgespielt hat, ist am Theodor-Heuss-Platz. Da hatten wir das Offiziersheim, jetzt das International Club. Wir hatten auch hier unser Hotel, Edinburgh House, und auch unsere Navy, Army and Air Force Institute. Und hier weiter sieht man die Heerstraße. Und auf der Heerstraße, also man sieht es hier, Olympiastadion, das nächste britische Hauptquartier nach Fährberliner Platz. Hier auf der Heerstraße waren auch die Unterkünfte für die Soldaten und die Offiziere. Und die haben natürlich ganz typische britische Namen. Dickinsweg ist hier zu sehen, Scottweg und auch Kiplingstraße. Und man hat da hier auch das Krankenhaus für die Briten und auch die St. George's Kirche. Das hat sich hier alles abgespielt. Wenn man weiter nach unten links schaut, sieht man natürlich Royal Air Force Gatow und weiter unten damals die Montgomery-Kaserne in Kladow, auch bekannt. Und wenn man noch weiter schaut nach Süden, sieht man die Glienicke-Brücke. Bridge of Spies. Wir befinden uns jetzt am Fährberliner Platz in Wilmersdorf. Das weiße Gebäude, das Sie jetzt hier sehen, hieß damals Lancaster House. Und was interessant ist, ist, dass das damals das erste Hauptquartier der Briten war, also von der Berlin Brigade von 1945 bis 1954. Bevor es natürlich umzog in die Stadium-Kaserne am Olympischen Stadion. Was auch zu sehen ist, als Überbleibsel und ein kleines Geschenk, ist ein kleiner Postkasten in typisch Rot und auch eine typische britische rote Telefonzelle. Wir befinden uns jetzt auf dem sogenannten Adlerplatz und hier war früher von den Briten der Hauptquartier, also der Gouverneur von dem britischen Sektor von Berlin. Und was alles dazugehört, nach dem Zweiten Weltkrieg musste man hier noch einige Gebäude renovieren. Man hat aus Turnhallen noch eine Kantine hergestellt und auch zum Beispiel einen Fuhrpark. Und alles, was noch dazugehörte zu einem Hauptquartier, ein Fernmelder, Nachrichtendienst, auch Feldjäger. Und wir hatten hier auch zwischen 1946
und 1991 das sogenannte British Military Mission, das BRICS-Team, die auch in der ehemaligen DDR unterwegs waren, um aufzuklären, was da vor sich ging. Und wir hatten natürlich auch hier Kantinen, die wurden betrieben von der Navy, Army and Air Force Institute, sogenannte NAFI. Das hieß damals Somerset House. Die Offiziere hatten natürlich ihre Offiziersheimgesellschaft hier, die Unteroffiziere auch, aber dazu gab es noch 12 andere Bars, die hier auf dem Gelände zu finden waren. Und vor diesem Gebäude, was hinter mir steht, waren öfters auch Ehrenformationen, die hohe Gäste empfangen haben, als sie zu Besuch waren bei den Briten. Wir befinden uns jetzt auf dem Jahnplatz und was hier interessant ist, ist, dass alljährlich der britische Kommandeur einen Empfang organisiert hat und es ging natürlich sehr britisch zu mit Gin and Tonic und Pimm's. Das fand hier statt und es wurden natürlich alliierte Gäste eingeladen, aber auch viele aus dem Berliner Raum, die halt einen Abend genießen konnten unter ihre britische Freunde hier in den Kasernen, die wir in Berlin hier hatten. Wir befinden uns jetzt im Glockenturm vom Olympiastadion und hinter mir ist das Maifeld. Und hier haben die Briten jedes Jahr die Kings oder die Queens Birthday Parade gefeiert. Also große Parade, tausende Zuschauer, viele Soldaten mit ihren Panzer, die hier vorgefahren sind. Dieses große Ereignis fand jedes Jahr statt bis 1994. Und ich glaube, es wissen viele, dass auch Königin Elisabeth II. Hier auch 1988 anwesend war. Wir haben auch auf dem Maifeld typisch britische Spiele gespielt, wie zum Beispiel Rugby, Polo und auch natürlich das fantastische Spiel Cricket. Hier sieht man die weltberühmte Waldbühne. Und hier haben Deutsche und Briten natürlich auch gefeiert und sich Konzerte angeschaut. Und ich glaube, dass eine der berühmtesten Konzerte war die Rolling Stones, die hier 1965 gespielt haben. Es soll ganz wild umhergegangen sein und die Waldbühne wurde damals demoliert während des Konzertes. Ich erinnere mich noch als Teenager, das glaube ich war 1985, als ich mit der Berlin Military Train über Braunschweig und Helmstedt gefahren bin mit meiner Schulklasse. Mein Vater war Soldat und wir waren in Münster auf einer Schule und wir durften mal nach Berlin kommen. Wir sind mit dieser Bahn direkt nach Berlin Zoo gefahren, ausgestiegen und wir wurden auch hier im Olympiastadion gab es dann auch ganz einfache Unterkünfte und da durften wir dann übernachten als Schulklasse und uns die Stadt anschauen. Und ich war noch kurz mit meinem Vater über Checkpoint Alpha, Bravo und Charlie über den Landkorridor zum Alexanderplatz zu besuchen. Das war auch sehr spannend, die Zeit zu sehen, wie es damals aussah, was man da machen konnte. Wir haben damals da schön diniert und durften nach ein paar Stunden wieder zurück in den Westen. Ganz rechts sieht man wieder die Stadium Barracks oder die Stadium Kaserne, wo wir vorhin waren. Und wenn man nach links schaut, sieht man auch so langsam ganz links in der Ecke die Officers Mess, also die Offiziersheimgesellschaft und die Unterkünfte für die Offiziere, die da untergebracht worden sind. Und ich habe gehört von Zeitzeugen, die jemals stationiert waren, die mussten dann halt immer das Hauptgebäude räumen, wenn hohe Gäste hier zu Besuch waren. Und das war dann immer ein bisschen ärgerlich, aber hohe Gäste hatte man hier halt öfters und war aber eine sehr gepflegte Anlage
und natürlich auch sehr dicht dran an das Hauptquartier für die tägliche Arbeit. Mein Name ist Doris Müller-Tuwi. Ich bin die Leiterin der Neukonzeption hier auf dem Militärhistorischen Museum Flugplatz Berlin-Gatow. Es ist ein altes Fluggelände, das ist seit in den 30er Jahren durch die Nationalsozialisten eingerichtet, aufgebaut worden ist zur Offiziersausbildung und Pilotenschulung in der Luftwaffe und dann nach dem Zweiten Weltkrieg von der Royal Air Force übernommen wurde. Erobert wurde das Gelände noch von der Roten Armee und dann im Zuge der Sektorenaufteilung in Berlin fiel der Flugplatz an die Briten. Jede alliierte Schutzmacht, Besatzungsmacht hatte ihren eigenen Flugplatz und wie gesagt, bei den Briten war es Gatow und die waren halt bis 1994 tatsächlich auch hier auf dem Gelände. Mein Name ist Jürgen Höche, ich bin Generalleutnant außer Dienst. Zu der Zeit, als wir hier den Flugplatz Gatow übernommen haben, war ich Generalmajor. Wir haben eigentlich die NVA-Luftstreitkräfte übernommen, 1990, 91 in dem Bereich und waren dort in Strausberg-Eckersdorf. Es war aber klar, dass die 3. Luftwaffe-Division hier nach West-Berlin kommen sollte, weil das ja auch ein ehemaliger Luftwaffenstandort war, der in Gatow. Und wir hier gerne sein wollten und auch in Berlin vertreten sein wollten. Was klar war, war, dass wir den Flugplatz nicht erhalten wollten, sondern, und das war eine Besorgnis bei den Kladower Bürgern, die also im Prinzip Angst hatten, dass wir hier einen Düsenflugplatz einrichten würden und damit also natürlich eine Lärmbelastung für die Bewohner darstellen. Aber es war von vornherein klar und das machte sich dann auch in der Stadt bemerkbar, dass die Freundlichkeit unserer Aufnahme sehr gewann, als wir sagten, dass wir hier gar nicht fliegen wollten, sondern im Prinzip nur eine Kommandobehörde errichten wollten. Die Briten waren nicht ganz begeistert, dass sie Gatow verlassen mussten. Allerdings haben sie uns fürchterlich gut unterstützt bei der Übernahme der Liegenschaft. Wir haben dann unter Beisein der britischen Botschafterin eine große Parade abgehalten in dem Bereich, mit den Briten zusammen eine Übergabe veranstaltet. Das war im September 1994 und dort hat mir dann der Chef der Luftstreitkräfte in Deutschland aus Rheindahlen, der Roderick Goodall, der Air Marshal, mir und dabei sein des Ministers Rühe damals und der britischen Botschafterin hier die Kaserne übergeben, die wir dann ja im Jahre 94 noch im Oktober in General-Steinhoff-Kaserne umbenannt waren. General Steinhoff, der ehemalige Vorsitzende des Militärausschusses der NATO in seiner letzten Funktion, war im Februar gestorben, 1994. Und daher bot es sich an, ihm zu Ehren diese Kaserne in General-Steinhoff-Kaserne umzuwandeln. Ich bin Group Captain Mark Heffron, der Luft- und Operationsattaché bei der britischen Botschaft hier in Berlin. Meine Mutter, Deutsch, und hat meinen Vater auch hier in Deutschland kennengelernt. Er war bei der British Army und ich war sogar auch in Deutschland geboren. Wir befinden uns jetzt auf den Folgen Royal Air Force Gatow, die hier waren seit Juli 1945 bis Mai 1994. Wie Sie sehen, alle die Gebäude sind immer noch wie die waren. Und heutzutage findet jetzt hier den Hauptquartier der Deutschen Luftwaffe in die Steinhoff-Kaserne. Die Briten haben von hier aus zum Beispiel in Kooperation mit den Amerikanern und im Austausch mit den Kollegen, die auf dem Teufelsberg gearbeitet haben, das auch als Abhorchstation in Richtung Warschauer Pakt genutzt. Und natürlich hat nicht nur die eine Seite in die eine Richtung spioniert, die Grenze zwischen West-Berlin und der angrenzenden DDR verlief quasi in Sichtweite rund um den Flugplatz. Und natürlich auf den entsprechenden Wachtürmen haben nicht nur die NVA-Grenzsoldaten gesessen, da war auch Ministerium für Staatssicherheit, also die Stasi war da auch aktiv. Da gibt es in den entsprechenden Archiven Material, wo wirklich tagelang minutiös ständig Fotos, Film gemacht worden ist. Da passiert eigentlich nicht viel, da starten und landen Flugzeuge gelegentlich. Aber wie gesagt, man hat sich ständig beobachtet. Das ist eine sogenannte Chipmunk, eine einmotorige Maschine, mit der die Royal Air Force in der Zeit, in
in der sie in Gatow stationiert waren, geflogen sind. Es waren immer 2 in Gatow stationiert, offiziell für die Piloten zum Scheinerhalt. Die mussten ja immer eine bestimmte Anzahl von Flügen im Jahr haben, damit ihre Pilotenlizenz weiter erhalten blieb. Und natürlich hat man die aber im Berliner Raum nicht nur benutzt, um sich weiter zu schulen oder einfach im Training zu bleiben, sondern man hat das gleichzeitig auch benutzt, um natürlich in den Bereich Ostberlin und Brandenburger Raum hinein zu fotografieren. Ja, und mit dieser Chipmunk-Flugzeug bin ich persönlich auch einmal aus Gatow raus über Berlin geflogen in der Zeit der Kalten Krieg. Womit Gatow, der Flugplatz, halt eben auch verbunden ist, und das wissen noch nicht mal alle Berliner, habe ich manchmal den Eindruck, mit der Luftbrücke. In den Hochzeiten der Berlin-Blockade landeten auf dem Flugplatz Gatow praktisch alle 60 Sekunden eine Maschine. Gatow hatte den Vorteil bei der Luftbrücke, dass es halt eben am Stadtrand lag. Da gab es eben einige Besonderheiten, das Einfliegen von flüssigen Brennstoffen. Diesel, was auch immer, das hat man nicht in Tempelhof gemacht. Die Gefahr, über die Stadt zu fliegen mit einer solchen Ladung, war viel zu hoch. Da waren etliche ehemalige britische Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg dabei, die sich quasi selbstständig gemacht hatten, nach dem Zweiten Weltkrieg ihre eigene Fluggesellschaft mit 2, 3 ausgemusterten Lancaster-Bombern gegründet haben. Und dann haben die daraus die zu Tankflugzeugen umgebaut. Die hießen dann Lancastrians, dieses Muster. Und damit hat man hier flüssige Brennstoffe hergeliefert. Und es gab, das nannten die Briten Piccadilly Circus, nach dem Londoner Platz, einen Enttankungsplatz, wo dann halt unterirdisch in große Tanks diese Brennstoffe eingelagert werden konnten. Und über eine Pipeline liefen die unterirdisch bis zum Ufer der Havel. Dort wurde es dann eben von Tankschiffen, von Lastkähnen aufgenommen. In dem Hafen des heutigen deutsch-britischen Yachtclubs war die Umschlagstation. Das heißt, der Treibstoff vom Flughafen wurde hier runtergepumpt und von hier auf Schiffe verladen, die dann nach Spandau fuhren. Man sieht hier ein Rohrstück dieser Pipeline. Sie war teilweise unterirdisch, teilweise lief sie oberirdisch. Und diese Rohre wurden von den Briten aus der Normandie eingeflogen, weil diese Rohre waren ein Teilstück der ehemaligen Pluto-Pipeline. Pluto heißt Pipeline Under the Ocean. Die Briten bauten innerhalb kürzester Zeit, das war wirklich eine Ingenieursmeisterleistung der damaligen Zeit, eine Pipeline durch den Ärmelkanal, also von Großbritannien rüber nach Frankreich. Über den Flugplatz Gatow wurde Kohle eingeflogen von den Briten zur Versorgung der Stadt und der Kraftwerke. Und sie wurden auf dem Flugplatz ausgeladen auf Lastkraftwagen und dann runtergefahren in den Hafen Kladow. Da wurde extra eine Rampe gebaut und dann mit Lastkähnen nach Spandau gebracht und dort wurde die Kohle dann in der Stadt verteilt. Was die Luftbrücke ansonsten auch noch hier besonders macht, dass gerade über Gatow sehr viele Personen ausgeflogen worden sind. Also man hat das Backload, das Zurückfliegen, eben nicht mit leeren Maschinen bewerkstelligt nach Möglichkeit, sondern man hat Menschen ausgeflogen nach Westdeutschland. Da waren in den ersten Wochen der Blockade und der Luftbrücke auch noch viele Personen bei, die quasi gestrandet waren in Berlin. Tatsächlich hat Gatow rein von den Flugbewegungen her, da sind wir mal ganz stolz drauf, sogar mehr zu verzeichnen als Tempelhof. Die Briten waren die ersten, die das sogenannte GCA, Ground Controlled Approach, eingeführt haben, also das über Radar heruntersprechen der Flugzeuge, was man braucht, wenn das Wetter schlecht ist. Das ist bei den Amerikanern in Tempelhof, glaube ich, erst im Winter, November oder Dezember eingeführt worden. Und bis dahin, wenn das Wetter schlecht war, und das war ein mieser Herbst, der Herbst 48, hat man dann eben die Flugzeuge hierher nach Gatow umgeleitet. Die sogenannte Easter Parade, die Osterparade, das war Ostern 49. Da wollte man der Sowjetunion noch mal zeigen, so nach dem Motto, egal wie lange ihr hier blockiert, wir schaffen alles. Und hat dann wirklich
ganz gezielt versucht, wirklich massiv die Flüge nochmal aufzutakten und hochzutakten, die Zahl. Und das ist auch gelungen. Und natürlich war mit so einer Dichte an Flügen das für die Piloten auch eine enorme Herausforderung. Es waren auch Piloten dabei, die schon im Zweiten Weltkrieg geflogen sind und für die das eine ganz besondere Erfahrung gewesen ist, denn die Stadt, die sie wenige Jahre vorher, 4 Jahre vorher, noch bombardiert hatten, die haben sie jetzt aus der Luft versorgt. Und diese alliierte Freundschaft sozusagen, von der man immer spricht, das ist tatsächlich auch etwas, was sich erst im Laufe der Luftbrücke auch wirklich etabliert. Hinter mir sehen Sie jetzt eine Short Sunderland, ein Wasserflugzeug, das die Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg als U-Bootjäger eingesetzt hat und in der Luftbrücke dann insbesondere um korrosionsfördernde Güter wie Salz nach Berlin einzufliegen. Und gelandet sind die Wasserflugzeuge auf der Havel. Und von dort aus wurden sie dann entladen in Kähne, die dann weiter in die Stadt reingefahren sind. Also auf diesem Foto sieht man das Clubhaus, erbaut von den Briten. Oberhalb des Geländes, wo heute die General-Steinhoff-Kaserne war, da war während der Nazizeit die Luftwaffenakademie. Das Bootshaus wurde von den Briten übernommen, es wurde umgebaut, es wurde erweitert. Davor sieht man eine kleine heute weißblaue Holzhütte, die eigentlich sehr unscheinbar aussieht, aber eine wichtige Funktion hatte während der Berlin-Blockade. Denn während der Berlin-Blockade landeten hier auf der sogenannten Großen Breite Flugboote zur Versorgung Berlins und britische Soldaten steuerten per Funk von hier aus diese Flugboote, weil sie von hier aus die beste Übersicht hatten über die Havel und über die große Breite. Das erste Flugboot landete am 5. Juli 1948, also wenige Tage nach Beginn der Berlin-Blockade. Und es war beladen mit ca. 7000 Dosen argentinischen Corned Beef. Es war Sommer und die Bevölkerung beobachtete natürlich diesen Flugbetrieb. Es war natürlich ein Spektakel, aber man sieht hier trotz Berlin-Blockade, es war Alltag. Genau gegenüber von diesem Gelände wohnte während der Berlin-Blockade Georg Scherz. Er war ein 13-jähriger Junge und er war davon sehr fasziniert und hat während der gesamten Zeit, also von Beginn an bis in den Dezember, alle Flugboote mit Fernglas beobachtet bei den Landungen und Starts und hat die Kennungen aufgeschrieben. Und von daher gibt es von ihm die ausführlichste Liste über die Starts und Landungen der Flugboote. Um nach 75 Jahren an die Berlin-Blockade und die Luftbrücke zu erinnern, werden wir diesen Sommer ab dem 28. Juni eine große Ausstellung auf dem Ehrenhof des Flughafen Tempelhof präsentieren, die unser Museum zusammen mit dem Alliiertenmuseum Berlin und dem Museum Karlshorst geplant, organisiert hat und die wir dankenswerterweise mit der Unterstützung der Tempelhof Projekt GmbH dort fast ein ganzes Jahr lang zeigen können. Ausstellungsdauer ist tatsächlich über die 11 Monate, die 75 Jahre zuvor auch die Berlin-Blockade lief. In dieser Bootswerkstatt gab es 1972 leider ein sehr tragisches Ereignis von einem Ableger der RAF, der Roten Armee-Fraktion, wurde hier eine Bombe platziert und der damalige Werkstattleiter und Bootsman kam dabei ums Leben, weil diese Bombe wurde mit einem Zeitzünder zur Explosion gebracht. Am besten von der anderen Seite, vom Steg her. Wir befinden uns hier in der Blücher-Kaserne in Berlin-Kladow. Diese Liegenschaft war früher der Stationierungsort des britischen Infanterieregiments der Berlin-Brigade. Zur Erinnerung an den ehemaligen Kasernennamen ist hier in der
Liegenschaft noch eine Straße nach dem Feldmarschall Montgomery benannt worden. Die 3 Roteichen, die hier zu sehen sind, mit dem Gedenkstein davor, wurden von dem damals hier eingesetzten Regiment angelegt, anlässlich von royalem Besuch. 1972 war der damalige Prince of Wales, Prinz Charles, hier in der Liegenschaft und hat sein Regiment besucht. Und ein Jahr später war Prinzessin Anne hier vor Ort. So, wir blicken hier in einen Bereich der Kaserne, wo wir heute unsere Feldgottesdienste abhalten, befand sich früher eine Schießanlage der britischen Streitkräfte. Man hat also hier tatsächlich mit Handwaffen innerhalb der Kaserne geschossen, in Richtung der ehemaligen Grenze. Man sieht die Baumreihe im Hintergrund mit dem Schatten davor. Dort befand sich bereits die Grenze zur Deutschen Demokratischen Republik. Dieses Gebäude war zur Zeit der britischen Streitkräfte das Offizierscasino. Hier ist sicherlich manch fröhliche Party gefeiert worden. In dem Casino selbst befindet sich unsere kleine Gedenkecke, mit der wir an die verschiedenen Regimenter hier erinnern wollen. Der heutige König Charles war hier in der Kaserne zu Besuch, hat hier eine Ausbildung an der Panzerfaust erhalten. Oben drüber sehen wir ein Foto, wie der Grenzstreifen damals hier aussah. Man sieht direkt hinter der Kaserne verlief also der Todesstreifen. Und dann kommen die einzelnen Regimentswappen, die immer mal wieder von Veteranen, die die Kaserne besuchen, überreicht werden. Die haben wir dann hier in der sogenannten British Corner an der Wand vor uns mit dem Namensgeber der Kaserne, dem Generalfeldmarschall Montgomery, sehen wir eine Auflistung der Regimenter und von wann bis wann die hier in der Kaserne stationiert waren. Manche Regimenter waren auch öfter hier. Die britischen Regimenter hier hatten häufiger royalen Besuch. Wir sehen hier vorne in der Mitte die Prinzessin Alexandra eingerahmt vom Offizierkorps bei einem Besuch 1982. Gedenkstein, der vom Black Watch Regiment, einem Verband aus Schottland, aufgestellt wurde, anlässlich des Besuchs der Queen Mum. Ein paar Fotos, beispielsweise ein Musikzug, der hier in der Kaserne stationiert war, oder auch einfach zeitgenössische Fotos mit Spähfahrzeugen vor den Kasernentoren, vor den Hallen, wo heute unsere Sanitätsfahrzeuge untergebracht sind. Bücher hier, einmal britische alliierte Militärfahrzeuge, da sind also alle Fahrzeuge drin, dann die Geschichte der Berlin-Brigade. Hier sieht man sozusagen mitten in der Kaserne den Grenzverlauf. 1954 ist ein Stück der Kaserne an die sowjetische Zone abgegeben worden. Und man sieht jetzt hier mittendrin tatsächlich ein Schild stehen, "You are leaving the British sector". Das Gebäude selber, was an die Sowjets abgegeben wurde, ist in recht schlechtem Zustand. Hier haben die Briten eben gesagt, für diesen Gebäudeteil sind wir nicht mehr verantwortlich. Durch Zufall habe ich auf dem Twitter-Kanal vom Tagesspiegel diesen Bericht gefunden von 1954. Hier wird also diese Teilung oder diese Abgabe des Stücks der Kaserne an die Sowjets nochmal genau erklärt. Und die PowerPoint-Datei oben drüber hat mir freundlicherweise ein ehemaliger Angehöriger des benachbarten Grenzregiments zur Verfügung gestellt. Die roten Punkte, die man hier erkennt, das waren also tatsächlich die Lagepläne oder die Standorte der Wachtürme hier am Todesstreifen. Und man erkennt hier sehr gut, wie dicht diese Kaserne tatsächlich an der Grenze zur DDR gelegen ist. Wir befinden uns jetzt hier auf der Terrasse unseres Casinos, des ehemaligen britischen Offiziersheims, und blicken auf den Wald. Und im Prinzip etwa 30 Meter hinter dieser Waldgrenze befand sich dann schon das Staatsgebiet der DDR. Britische Veteranen, die hier zu Besuch sind, erzählen natürlich auch immer Anekdoten, über die man aus heutiger Sicht natürlich schmunzeln kann. Eine der Geschichten: ein Soldat, nicht mehr ganz nüchtern,
klettert am Rande der Kaserne auf die Mauer und durch das Rollelement ist er auf der Ostseite heruntergefallen. Die Grenztruppen haben ihn relativ schnell aufgegriffen. Der Kommandeur hier des britischen Regiments hat gesagt, den Kameraden könnt ihr ruhig noch 2-3 Tage behalten als gerechte Strafe. Ich selber bin sozusagen in der US-Zone aufgewachsen, in der Nähe von Wetzlar. Und mir war eigentlich gar nicht klar, wie dicht die britischen Soldaten hier sich an der Mauer befunden haben. Das Mauergedenkstück hier in Klado zeigt eine Vorderlandmauer und einen Hinterlandzaun noch als Gedenkort. Im Sommer hier eine tolle Freizeitecke, kommen viele Besucher aus Berlin hierher. Und zu Mauerzeiten war dieser See eben in der Mitte geteilt. Mein Name ist Mila Hacke. Ich bin Architekturfotografin und Kuratorin von architekturgeschichtlichen Ausstellungen und habe seit sehr vielen Jahren das künstlerische Forschungsprojekt Alliierte in Berlin, das Architekturerbe. Im britischen Sektor gab es natürlich das Hauptquartier, das war im Olympiapark, also im Haus des deutschen Sports. Und dann waren sehr viele Einrichtungen am Theodor-Heuss-Platz und dann aber wirklich komplett einmal verteilt über Spandau, Gatow und Klado. Auf den Bauakten steht dann auch oft Bauvorhaben eilt. Bauvorhaben der Alliierten, Ausrufungszeichen. Bei den Briten wurde sehr, sehr viel Wohnungsbau betrieben. Das ist sozusagen das, was tatsächlich neu gebaut wurde. Das heißt, am Anfang hatten die Westalliierten sehr viel Wohnungsbau gemacht und haben mit ihren eigenen Bauabteilungen gebaut. Die Briten haben mit der PSA, Property Services Agency, gebaut und haben entlang der Heerstraße die weißen Häuser, das sind Offiziershäuser, gebaut. Und davon stehen einige an der Kipling-Allee und Kranzallee unter Denkmalschutz. Die gibt es aber beidseitig, auch zum Olympiagelände hin. Ansonsten wurden natürlich sehr viele Gebäude und große Kasernenanlagen requiriert, also beschlagnahmt und besetzt und genutzt. Und dann gab es sehr viel Innenausbau. Zentrum für Clubs, Offiziersclubs und Fernsehsender, Radiosender und so, das war alles am Theodor-Heuss-Platz. Da haben wir das 20er Jahre und 30er Jahre Haus direkt nebeneinander, Amerika-Haus und Deutschland-Haus ehemals, und das hieß dann bei den Briten Summit House. Dort waren dann NAFI, also Navy, Army, Air Force Institutes, untergebracht. Alle Clubs waren da, aber eben auch BFBS, der Radio- und Fernsehsender. Direkt vor dem Deutschland- und Amerika-Haus. Viele kennen es, wo Innova oben drauf stand. Da ist dann ein Apartmenthaus, da sind heutzutage internationale Gaststudenten. Und das war dann ein Offiziersapartmenthaus für alleinstehende Soldaten. Direkt um die Ecke gibt es noch ein riesiges Gelände, heutzutage der International Club. Hier finden wir uns an den Haupteingang der vorige British Officers Club in Berlin, jetzt den International Club of Berlin. Und man merkt sofort, dass die Wache ist auf der rechten Seite. Das war mit Absicht so gebaut für die Briten zu der Zeit mit ihren britischen Autos. Also hier im British Officers Club, oder vorige British Officers Club hier in Berlin, sehen wir den Bild von unserem Schirmherr. War Prince of Wales und natürlich er hat entschieden, dass er bleibt, unser Schirmherr als König. Hier sehen wir die Clubkrawatte. Und neulich haben wir hier einen Brief von unserem Schirmherr bekommen, dass er diese Schlips nicht hat. Und natürlich das bedeutet, wir müssen ganz schnell ihn einschicken. Hier sind sie beim Präparieren für ein Dinner, British Style, im International Club mit originalen Stühlen und so weiter. Originale Figuren als Sammlung von the International British Officers Club hier in Berlin. Und da sieht man viele Figuren von vielen Ländern. Hier sehen wir den Haupt-Esszimmer des International Clubs, wo die Aufbauen sind für ein riesiges Abendessen heute Abend mit alles original, wie es war als British Officers Club.
Und hier haben wir die Gedenktafel vom 14. November 1995 von den dann Prince of Wales in recognition of the strong tie between Berlin and the United Kingdom, das enge Verbündnis zwischen Berlin und Großbritannien. Für die britische Besatzungsmacht gebaut wurde eine Fighting City. Also die Amerikaner hatten, was mittlerweile abgerissen ist, die Doughboy City, aber die Briten hatten eben die Fighting City und die ist in Charlottenburg an der Ruhlebener Chaussee. Und heutzutage ist es da die Polizeiakademie und die Polizei trainiert dort. Und da ist ein riesiges Gelände mit Rohbauten fertiggestellt worden, die teilweise so aussehen, als ob es Ruinen sind. Und da gibt es von Hochgarage bis einem U-Bahn-Wagen, ganz normale Wohngebäude, dann ein Amphitheater mit einer Art Puppenhaus in lebensgroßem Mietskasernengröße, ein Haus aufgeschnitten und viele verschiedene Wohnbauten und Ruinen. Und da konnten die Soldaten Häuserkampf trainieren. Was war das? Schutzheiliger. Schutzheiliger. Das ist ein neuer Wort für mich. Security, Saving. Schutzheiliger. Ja. Okay. Also hier finden wir uns bei der britischen Kirche in den Namen von den Schutzheiligen St. George. Er ist den Schutzheiliger von England und das ist in der Nähe von der Heerstraße. Ja, und hier haben wir den Gedenkstein von den General Officer Commanding Berlin in das britische Sektor von Mai 1950. Die Briten haben auch ihre eigene Schule hier gehabt in der Nähe von der Heerstraße und ist immer noch the British School in Berlin. Und direkt daneben an hatten wir ein Krankenhaus, die jetzt nicht mehr existiert. Hier finden wir uns in der Ruhe an der Heerstraße des Commonwealth War Graves Cemetery. Und hier liegen meine Kameraden von der Zweiten Weltkriegszeit und jedes Jahr kommen wir mehrmals hier, um an diese Leute zu denken. Was wir hier sehen, ist ein Register von allen, die hier in dieser Stelle liegen. Und das Schöne auch hier dabei ist, dass die Deutsche Kriegsgräbervorsorgeorganisation kümmern sich über die Gräber hier. Und wir in Großbritannien machen genau dasselbe an die deutsche Gräber on Cannock Chase. Und jeder November, Remembrance Sunday, ist eine Veranstaltung, ein Denkmal hier und zu gleicher Zeit auch in Großbritannien. Einige Briten, soviel ich weiß, sind auch hier geblieben. Einer ist sogar ein hoch angesehener Bürger der Stadt oder des Bezirkes Spandau, muss man sagen, obwohl die Spandauer ja lieber sagen Stadt Spandau, aber das ist eine andere Frage. Wir haben uns auch von Anfang an hier wohl gefühlt. Ich bin Berliner, ich bin zwar nach dem Abitur in Zehlendorf groß geworden, also im amerikanischen Sektor, nicht im britischen Sektor, aber wir haben uns trotzdem auch wohlgefühlt in dem britischen Sektor, den wir noch gut ein halbes Jahr genießen durften.